Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Wenn es holprig klingt durch den Zungenstoß, was kannst du dann machen? Welche Ursachen kann das haben? Darum geht es heute in diesem Video. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch hier Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Julia hat mir geschrieben, ich habe derzeit folgendes Problem. Ich versuche bei meinem Spiel bereits auf die Atemstütze und gleichmäßige Ausatmung sowie meinen Zungenstoß zu achten. Aber immer bei meinem Zungenstoß haben meine Töne Löcher und mein Spiel klingt dadurch abgehackt. Wie kann ich die Töne schöner verbinden? Danke Julia für diese Frage. Das interessiert bestimmt auch noch viele andere hier. Und ich werde euch jetzt mal 5 mögliche Ursachen nennen. Ich habe Julia jetzt natürlich nicht spielen gehört, aber es gibt so ein paar Ursachen, die häufig vorkommen und die zählen wir jetzt mal auf und ich erzähle euch auch, wie ihr die beheben könnt. Erste mögliche Ursache, wenn es holprig klingt durch den Zungenstoß, also durch ein Dü oder ein Tü, das ihr beim Tönespielen in die Flöte hineinsprecht, ist, dass ihr einen überdeutlich hörbaren Zungenabschluss macht, also sozusagen ein Düt. Oder das klingt sogar fast wie ein Düft. Während wenn ich den Zungenabschluss unauffällig mache, ganz sachte mit der Zunge wieder an den Gaumen gehe am Ende des Tones oder sogar gar keinen Zungenabschluss mache, dann würde es so klingen. Jetzt kann es sein, wenn ihr gar keinen Zungenabschluss macht oder wenn ihr den Zungenabschluss ganz sachte probiert, dass euch die Töne absterben, dass sie am Ende absinken sozusagen. Und das klingt natürlich ein bisschen seltsam und geht auch noch auf die Stimmung. Also die Töne werden ja dann viel tiefer jedes Mal. Es war mal ein bisschen in der Mode, so zu spielen, in den 70er Jahren noch, glaube ich. Also es gibt auch Aufnahmen von Franz Brücken, wo er sehr diese Töne absinken lässt. Aber natürlich nicht so schlimm, wie ich das gerade vorgemacht habe. Auf jeden Fall wollen wir das nicht. Also müsst ihr versuchen, eure Zungenbewegung klein zu halten und den Zungenabschluss vorsichtig zu machen. Also keinesfalls mit einem T, sondern eher einem ganz zarten D. Die Zunge schließt aber den Luftstrom ab. Und Luftstrom ist das richtige Stichwort, das Julia ja auch genannt hat. Ihr braucht einen gleichmäßigen Luftstrom. Das ist die Basis für jede Artikulation, für jeden Zungenstoß. Und den gleichmäßigen Luftstrom kriegt ihr hin, indem ihr eine gute Atemstütze entwickelt beim Blockflöte-Spielen, fürs Blockflöte-Spielen, genau wie beim Singen. Ursache Nummer 2, die es haben könnte, wenn es zu holprig klingt, wenn man trotz guter Atemstütze und gleichmäßigen Luftstromes zu hart artikuliert, also alles nur mit Tü, Tü, Tü. Und im Vergleich dazu nochmal, wenn ihr das eben nicht macht, wenn ihr nicht alles ganz hart artikuliert. Das T, das sehr scharfe, harte T, das trennt den Luftstrom noch stärker. Deshalb setzt man das ja auch gerne ein, wenn man Staccato spielt zum Beispiel. Nur an solchen bestimmten Stellen gebrauchen, wo wir Staccato spielen wollen oder Tonwiederholung. Und wenn ihr alles mit harter Artikulation spielt, also alles mit Tü, 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 dann hackt ihr auch die Töne ab. Mögliche Ursache Nummer 3, wenn euer Zungenstoß ein holpriges Spiel verursacht, kann jetzt auch genau das Gegenteil sein, nämlich dass ihr zu weich artikuliert. Das kommt manchmal vor, dass Spielerinnen oder Spieler statt mit
Dü mit ganz weichem Dü sogar mit einer Art Lü artikulieren. Und das können wir oft gebrauchen in bestimmten Doppelzungen-Varianten. Also wenn man zum Beispiel Telle, 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 Telle macht oder Dülle, 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 Dülle. Sowas in der Art, wenn man ganz, ganz super schnell spielt. Oft bei frühbarocken Sachen. Aber bei normalen Stücken, sag ich mal, die ihr jetzt spielt, ist es gefährlich, wenn ihr zu weich artikuliert. Dann entsteht auch ein Geklapper zwischen den Tönen und sind die Verbindungen nicht so ganz sauber. Was passiert nämlich, wenn ihr mit Lü, Lü, Lü anstoßt? Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Wenn man einfach nur spricht oder flüstert, Dü, 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 dann macht die Zunge eine ganz andere Bewegung, als wenn ihr sagt Lü, Lü, Lü. Klar, also in dem Fall sprecht ihr nämlich die Silbe mit dem Zungenrücken statt mit der Zungenspitze. Und wir müssen natürlich mit der Zungenspitze artikulieren, wenn wir, wie gesagt, nicht super schnell sind, dass wir irgendeine Doppelzunge machen. Also auch das kann eine Ursache sein für holpriges Spiel, wenn ihr zu weich artikuliert. Ursache Nummer 4 bringt euch jetzt hoffentlich nicht zur Verzweiflung, denn wenn ihr das alles richtig macht, ihr habt eine Atemstütze, ihr habt einen guten Luftstrom, ihr könnt deutlich anstoßen mit der Zungenspitze und ihr könnt im Prinzip auch verschiedene Arten artikulieren, aber ihr stoßt alles gleichförmig an. Das heißt, alles mit der ein und derselben deutlichen, aber irgendwie undifferenzierten Artikulation. Also das klang nicht schlecht, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen eckig. Hört euch mal im Gegensatz dazu diese Version an. Im Detail liegt hier also das Geheimnis. Ihr müsst versuchen abzuwechseln mit verschiedenen Artikulationen, hart, weich, lang, kurz. Und das kann man zum Beispiel an so einer Stelle hören. Also auch eine zu gleichförmige Artikulation, auch wenn sie eigentlich gut gemacht ist, klingt dann in der Interpretation eures Stückes irgendwie holprig, weil eben alles so ein Einheitsbrei wird. Ob das jetzt zu hart ist oder zu weich, auf jeden Fall gibt es dann keine Unterschiede und das rächt sich dann in der Musik. Gerade Barockmusik lebt ganz viel von Licht und Schatten, kurz und lang, laut und leise, in ganz kleinen Details. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr schön differenziert artikulieren könnt. Aber auch bei einfachen Kinderliedern oder Weihnachtsliedern ist es ganz deutlich ein Unterschied zu hören, ob ihr alles gleichförmig artikuliert oder Unterschiede machen könnt. Dann kämen wir zur 5. möglichen Ursache und die wäre, dass eure Finger nicht synchron sind mit eurer Zungenbewegung. Dass also die Koordination zwischen Fingern und Zunge nicht stimmt. Also hier nochmal genau darauf achten, dass ihr genau im selben Moment mit der Zunge anstoßt, wo eure Fingerwechsel stattfinden. Dann komme ich zur 6. möglichen Ursache, die ich euch heute nennen will. Und das wäre, dass ihr euren Unterkiefer mitbewegt oder ihn hängen lasst und entweder dadurch eine zu große Zungenbewegung macht oder euer Unterkiefer deshalb runterhängt, weil ihr eine zu große Zungenbewegung macht. Es wäre also stattdessen gut, wenn ihr die Arbeit nur durch eure Zunge machen lasst und die ziemlich nah am Gaumen behaltet. Und nicht jedes Mal den ganzen Lappen runter sinken lasst zwischen 2 Tönen, sodass wirklich eure Zungenspitze die Arbeit machen kann. Das klingt manchmal wie so ein Geklapper und ja, ihr könnt mal darauf achten, ob ihr vielleicht zu viel hier macht. Bei manchen Leuten hilft es, wenn man die Ränder der Zunge oben an die Backenzähne ranlegt, so als ob ihr das Wort jede sprecht.
jede, dann ist das so. Ich bin damit aber ein bisschen vorsichtig, das als Instruktion zu geben sozusagen, weil das auch sehr zur Verkrampfung führen kann. Also versucht einfach darauf zu achten, dass er nicht arbeitet mit dem Kiefer sozusagen. Der hat eigentlich damit nichts zu tun. So, Julia, ich hoffe jetzt, dass du einen dieser Fehler hier gemacht hast. Falls das jetzt alles nichts helfen sollte, schreibt mir gerne nochmal hier in die Kommentare, ob das jetzt nicht die Lösung war oder schon. Und auch ihr anderen, bitte schreibt mir mal rein, ob ihr euch wiedererkennt in manchen Dingen, ob ihr vielleicht ganz andere Sachen noch entdeckt habt dazu. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn ihr eure Atemstütze hinbekommen wollt, richtig lernen wollt und wirklich können wollt, dann empfehle ich euch natürlich mal wieder meinen Blockflöten-Online-Videokurs Blockflöte Next Level, auch schon für leicht fortgeschrittene Spielerinnen und Spieler. Da lernt ihr von A bis Z eure Atemstütze, wie die funktioniert, wie ihr die richtig draufkriegt und wie ihr die nie mehr vergesst. Gut. Ich bedanke mich heute fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, einfach hier unten alles anklicken. Kostet nichts. Ich freue mich auf euch. Bis nächstes Mal dann mal wieder. Bis dahin. Tschüss.